So this avatar, Nityananda, does not fit in the concept of a classic avatar. So dieser Avatar Nityananda, der passt nicht in das klassische Konzept von einem Avatar. When you speak about avatar, we think about something, they say, very great and in a respectful way, let's say. Sonst, wenn man von einem Avatar spricht, dann stellt man sich etwas Großes, Respekteinflößendes vor. But the greatness of Nityananda Balaram, his greatness is completely different. Aber die Größe von Nityananda ist etwas ganz anderes, eine andere Art der Größe. So we will talk a little bit about this. Lass uns ein bisschen darüber sprechen. Om Agyanatimirandasya Gyanam Janam Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Mano Bishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvishe Namaha Panchatatvatmakam Krishnam Bhaktarupa Svarupakam Bhaktavatara Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Jayatam Surato Pango Mama Mandamatira Gati Matsarvaswa Padambujo Radha Madana Mohano Divya Vrindaranya Kalpa Drumadat Srimad Ratnagara Simhasanaisto Sri Sri Radha Srila Govinda Devo Prestalibi Sevyamana Smarami Srimad Rasara Sarambi Vamasivata Tata Istita Karsham Venusanair Gopir Gopinata Sriyastuna Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Om Shanti Hare Krishna. Merci. Je suis désolé, je ne parle pas allemand pour l'instant. I started speaking German for now. My dream is to learn German. Donc je parle français ou anglais. D'accord. Ok, parlons français donc. Also ich spreche Französisch. So Krishna understands the whole language. Krishna versteht alle Sprachen.
Hmm? Therefore, Krishna is a Paramatma in everyone's heart. Und Krishna ist Paramatma in allen Herzen. So the yogis, they concentrate their mind in the heart in order to catch Paramatma. Und Yogis konzentrieren ihren Geist auf ihr Herz, auf Paramatma im Herzen. Dhyanavati tathāgatena manasa Pashanti yanti yogina. The yogis perform meditation, let's say Ashtanga yoga, like Patanjali developed many types of yoga in order to understand Paramatma in the heart. Yogis zum Beispiel praktizieren Ashtanga-Yoga, wie es von Patanjali gelernt wurde, um Paramatma im Herzen zu verstehen. So we are Atma. Wir sind Atma Or Jivatma. oder Jivatma. And this Atma has three qualities. Dieser Atman hat 3 Qualitäten. Actually, the Atma is made with 3 elements. Ist eigentlich gemacht aus 3 Elementen. Take for example, this body is made with 8 elements. Zum Beispiel dieser Körper ist aus 8 Elementen geschaffen. Earth, water, air, fire, and so on. Also Erde, Wasser, Feuer, Luft und so weiter. But the Vedic science studies also the chemical constitution of the Atma. Und die vedische Wissenschaft studiert auch die Konstitution, die Eigenschaften der Seele, des Atman. And the yogis, the scientists, Vedic scientists, they found that this Satchitananda energy does not belong to this material world. Diese Yogis, diese Wissenschaftler haben herausgefunden, dass diese 3 Eigenschaften der Seele nicht zur materiellen Welt gehören. Such energy comes from somewhere out of this material world. Diese Energie kommt von irgendwo außerhalb der Materie. This is science, not question of religious faith. No, no, no. Es geht um eine Wissenschaft, es geht nicht um einen religiösen Glauben. Some faith, we believe in something, and finish. Ja, also beim Glauben glaubt man halt einfach an irgendetwas. Ça va? Krishna. But the yoga system helps us to understand in a very philosophical and scientific way the nature of the soul. Das Yoga-System aber hilft uns auf eine wissenschaftliche Art und Weise, diese Natur der Seele zu verstehen. This information is there in the Sankhya Yoga by Kapila Muni. Diese Information ist in Sankhya Yoga, in der Sankhya Philosophie von Kapila Muni. It's very scientific, very logical knowledge. Es ist ein wissenschaftliches Wissen, welches auf Logik aufbaut. Therefore, this being Satchitananda, it's so powerful, and then he can creates many things, wonderful things in this material world. So, dieser Atman ist Satchit Ananda, das ist so kraftvoll, so mächtig, dass er so wundervolle Dinge in dieser Welt erschaffen kann. Take this microphone. It's a combination of iron and petrol. And some designer creates what we call microphone. Ja, zum Beispiel das Mikrofon und das Kabel besteht aus Metall und aus Erdöl eigentlich. Und ein Designer hat sich das ausgedacht, wie man das kreieren kann. Who created it? Wer hat das hergestellt? Such designer utilized his intelligence, his mind, his senses to create the microphone. Und dieser Designer hat seine Intelligenz, seine Sinne dazu benutzt, dieses Mikrofon zu designen, herzustellen. But the main creator is this Satchitananda being, which is superior to the mind, senses and intelligence. Aber die Hauptsache oder die Person, welche hinter den Sinnen steht, das ist diese Satchitananda Seele. So the next question is, but from where this Satchitananda being comes from, this energy?
So, die nächste Frage ist, woher kommt dann diese Satchitananda-Energie? It's a good question, isn't it? Gute Frage, oder? And along with this question, we can ask another question. If the Satchitananda energy doesn't come from the material world, from where the avatars come from? So, die nächste Frage, die man sich stellen kann, so, ja, also wenn diese Energie nicht von der materiellen Welt kommt, wo kommen dann die Avatars her? So the avatars come from a place where this Satchitananda energy lives completely free from death. So, diese Avatare, die kommen von einem Ort, wo diese Satchitananda-Energie lebt und es ist frei vom Tod. Everyone is looking for eternity, isn't it? Alle suchen doch nach Ewigkeit, oder? Everyone is looking for knowledge, isn't it? Alle suchen nach Wissen. Everyone is searching for happiness. Alle suchen nach Glück. Basically, always the human being is looking for three things, basically. Knowledge, happiness and eternity. Also das menschliche Lebewesen sucht eigentlich mal grundlegend nach diesen drei Dingen, nach Wissen, nach Glück und nach Ewigkeit. So therefore the avatars come to say, yes, there is a place where we can enjoy, full enjoy, no anxiety, no fear. You can fully enjoy this Satchitananda's state of life. Die Avatar, die kommen, um zu zeigen, um zu verkünden, dass es gibt eine solche Welt, die frei ist von Angst, voller Wissen und voller Glück. Therefore, the Vedas prescribe for different ages, different techniques in order to attain this Satchitananda state. So, die Acharyas und die Avatars, die zeigen verschiedene Vorgänge zu verschiedenen Zeitaltern, um diesen Zustand, um diese Natur zu erreichen. And today we are celebrating so the appearance of a very particular avatar. Und heute feiern wir das Erscheinen eines ganz speziellen Avatar. Called Nityananda. Nityananda. When you chant Hare Krishna, it's not here, word. Everybody knows. You see, Hare Krishna in Ram. So Krishna refers to Krishna, but Krishna doesn't live alone. Wenn wir Hare Krishna chanten, dann chanten wir zum Beispiel Krishna, oder Krishna, aber Krishna ist nicht alleine. And the Hare is Radha, and the Radharani and the Krishna, they live together with many friends, etc. in the spiritual world. Und Hare zum Beispiel ist Radharani. Radharani und Krishna, die leben zusammen mit vielen Freunden in der spirituellen Welt. But there is one personality who lives always with Krishna and his friends. Es gibt eine Person, die immer mit Krishna und seinen Freunden lebt. Ram. Ram. So Ram refers to Balaram and the Ramchandra and the Nityananda Balaram. Und dieses Rama, das bezieht sich auf Balarama oder auf Ramachandra oder eben auch auf Nityananda. You see, Bhagavan is one. Only one. Bhagavan und Gott ist ein. Advaita Achyuta Anadi Ananta Rupam Adyam Purana Purusham Navayovanam Cha is one, but he can manifest in many forms. Er ist eins, aber kann sich in viele Formen manifestieren. And Balaram is his first manifestation. Balaram ist seine erste Manifestation. And actually Balaram is Paramatma. His expansion lives in everyone's heart. Und eigentlich ist Balaram sogar Paramatma, der in allen Herzen, in jedem Herzen lebt. This same personality which the yogis, they try to catch it. Es ist die gleiche Person, die Yogis versuchen zu verstehen, zu sehen im Herzen. Is the source of all mystic powers. Es ist die Quelle aller mystischen Kräfte. How the yogis, they get a lot of these mystic powers. Wie ist es möglich, dass diese Yogis diese mystischen Kräfte erreichen? For example, in Kumbh Mela in India, every 12 years, Kumbh Mela.
Also alle 12 Jahre gibt es in Indien dieses Kumbh Mela Festival, Maha, sehr großes. And some yogis, they live in Himalayas. They very rare they come down. They come especially for the Kumbh Mela. These yogis, they live 500 years, 700 years. Ja, es gibt Yogis, also die kommen zu diesem Kumbh Mela, also alle 12 Jahre mal runter aus dem Himalaya. Und das sind ganz alte Yogis, die sind zum Teil 300, 700 Jahre alt. Some yogis, they can travel to other planets. Gewisse Yogis können zu anderen Planeten reisen. Or they can expand themselves in 7 different places at the same time. Also sie können sich erweitern und mit quasi 7 Formen an 7 Orten gleichzeitig sein. How they do it? Wie können die das tun? They do it with the potence Shakti is called Chit Vaibhav. Sie tun das mit dieser Kraft, die heißt Chit Vaibhav. Sat Chit Ananda. Chit, usually we translate Chit has knowledge, but actually, sorry. Ja, also diese Chit-Kraft, das ist der Ursprung. Actually, Chit is much more than knowledge. Means the whole mystic power, everything comes from Chit Vaibhav. Chit normalerweise wird einfach als Wissen oder Bewusstsein übersetzt, aber eigentlich ist es noch viel mehr. Diese ganze Chit-Energie ist auch die Quelle dieser mystischen Kräfte. Very famous yogis described in the Vedas, like Hiranyakashipu or Durvasamuni, many big yogis. Es gibt viele große Yogis, die in den Veden beschrieben werden, zum Beispiel Durvasamuni, Hiranyakashipu. They got a lot of power by this Chit Vaibhav potence. Von dieser Chit Vaibhav Kraft bekamen sie ihre Kraft. So Nityananda is Balaram. He came 500 years ago along with Krishna, as Chaitanya Mahaprabhu. So Nityananda ist Balaram. Der kam vor 500 Jahren zusammen mit Krishna Chaitanya Mahaprabhu. And he came to teach us that the best is not just to try to develop some mystical power, but the best is to become immortal. Und er lehrte uns, dass es geht nicht darum, mystische Kräfte zu erreichen, sondern unsterblich zu werden. Because although you can get a lot of mystical power through yoga, yet finally you have to die. Ja, obwohl man vielleicht viele Kräfte bekommt, mystische Kräfte, schlussendlich muss man auch sterben. But Nityananda just he's not really normal avatar because he used to behave like human being. So Nityananda, er kam hierher und er ist eben kein normaler Avatar, weil der verhielt sich wie ein normaler Mensch. But at the same time, when he was traveling in Bengal, he was spreading Namahat program. Ja, also er reiste in Bengal umher und verbreitete den heiligen Namen und Versammlungen, wo man die heiligen Namen chantete und darüber sprach. He used to perform very powerful kirtanas. Like 7 o'clock you have a kirtana. So, Isn't it? heute um 7 Uhr, 19 Uhr werden wir das erleben. Das machte er. Kraftvolle Kirtans. Nityananda used to enjoy a lot of kirtanas, dance. Das liebte, genoss das Kirtans zu machen, zu tanzen, zu chanten. But Nityananda's kirtanas was completely out of our capacity to understand. Aber Nityanandas Kirtans, die waren total unfassbar für uns, wir können das nicht begreifen. He was dance, everybody was dancing together, and then when he was so shaky, take out one tree from the root, he put like a flute to imitate Krishna. So, die tanzen wie wild und dann in dieser Ekstase nahm einfach einen Baum, entwurzelte den Baum und spielte auf dem wie eine Flöte, wie Krishna auf der Flöte. Therefore, all these super powerful people, they came here in this planet 500 years ago. So all diese mächtigen, super mächtigen Leute kamen hierher vor 500 Jahren. Although our bodies cover our Satchitananda qualities, when we develop it, we become really super powerful. Sowohl unser Körper diese Satchitananda-Qualitäten eigentlich bedeckt, wenn man sich selbst verwirklicht, dann diese. But the Bhaktas, they don't want to be just super powerful people like this.
Aber als Bhaktas möchten nicht einfach super kraftvolle, powerful people sein. They want to be the topmost yogi. Sie wollen die höchsten Yogis werden. Yogina pisarvesham madgatenam taratmana sradavam bhajate yomam sameyuktatamo mataha. Krishna says in Bhagavad Gita, one who is connected to me becomes the most powerful yogi. Why? Krishna sagt in der Bhagavad Gita, jemand, der mit mir verbunden ist, wird der höchste Yogi. Because he can see Krishna face to face by time being. Weil früher oder später wird diese Person Krishna von Angesicht zu Angesicht sehen können. Although externally he lives here in this body, yet in his heart he lives in the spiritual world. Obwohl äußerlich lebt diese Person in diesem Körper, im materiellen Körper, aber innerlich im Herzen lebt diese Person in der spirituellen Welt. And he is always connected to Krishna through Bhakti Yoga. Und ist immer verbunden mit Krishna durch Bhakti Yoga. For Nityananda, he came to spread this concept here. Nityananda ist deshalb gekommen, um dieses Konzept zu verbreiten. Just by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. One gets two things simultaneously. Zwei Dinge bekommt man, wenn man dieses Mantra chantet. One, he becomes gradually free from anxiety, stress, fear, lamentation. Man wird frei von Stress, Angst, Beklagen. And simultaneously, he wakes his Ananda nature, happiness. Und gleichzeitig wird diese Ananda-Natur, diese Glückseligkeit erweckt. Which connects him with Krishna's wonderful leelas in the spiritual world. Welche einen zu Krishnas wundervollen Spielen in der spirituellen Welt verbindet. Because by becoming spiritually strong internally, one becomes strong enough to face difficult obstacles, etc. in his life. So, wenn man innerlich spirituell stark wird, dann wird man stark genug, um alle Hindernisse in dieser Welt Therefore, this mantra, einfach zu bewältigen. This mantra is so powerful. And then Nityananda came to show it to us. So, dieses Mantra ist so kraftvoll. Nityananda kam, uns das zu zeigen. Therefore, Nityananda always was happy, because Nitya Ananda, eternally happy, by his behavior, daily behavior. He used to act like mad, absorbing in rasa, spiritual emotions in the spiritual world. Also Nityananda war immer glücklich, Nitya Ananda, immer Nitya, glücklich Ananda. Und er verhielt sich eigentlich wie ein Verrückter. Er war immer völlig außer sich und in Liebe, außer spirituellen Welt. And because he's a Paramatma, he opens the door, he prepares the way, the path to understand Radha Krishna. Und weil er Paramatma ist, bereitet er den Weg vor für uns, um Radha Krishna zu verstehen. Sometimes you think, well, but I'm chanting Hare Krishna, but when I get the spiritual vision. Ja, die denken, ja, wir chanten Hare Krishna, aber wann werde ich dann diese spirituelle Sicht erreichen? Nityananda is the secret. Nityananda ist. Because he's Paramatma. He's there with us. Always. Your most intimate friend. Weil Nityananda immer mit uns ist. Im Herzen ist einfach der beste Freund. You see, sometimes we feel alone, isn't it? Sometimes. Or you want to be alone. Sometimes, isn't it? Ja, also wir fühlen uns total sehr einsam zum Beispiel. But always we should know that our best friend is there with us in our heart, Nityananda. Aber wir sollten immer wissen, dass unser bester Freund immer mit uns ist in unserem Herzen, Nityananda. So Sri Krishna says in Bhagavad Gita, Dadami Buddhi Yogantam. He says, Tesham Satatan Yuktanam, Bhajatam Priti Purvakam. Bhajatam Priti Purvakam, for one who has cultivated this favorable attitude, love. No? Everyone likes to be well treated, isn't it?
everyone appreciates to have some attention, isn't it? Krishna also likes it. Also Krishna sagt in der Bhagavad Gita, Dadami Buddhi Yogantam. Also jemand, der Krishna verehrt, mit ihm zusammen ist, ihn verehrt, weil stellt euch vor, es ist auch normal, alle mögen doch auch gewisse Aufmerksamkeit zu haben in sich. And Balaram, he's the internal master, we call Chaitanya Guru, the Guru in the heart. He inspired us to improve our connection to Krishna. Balaram im Herzen, Nityananda Paramatma, inspiriert uns, um uns zu verbessern. And Krishna says, Dadami Buddhi Yogantam, I give you spiritual intelligence, means mystical intelligence, not material intelligence to make a microphone. It's material intelligence, which is very important, we need it. But there is another type of intelligence, it's called Buddhi Yoga. Krishna sagt, Dadami Buddhi Yogantam, ich gebe die Intelligenz, und zwar nicht eine materielle Intelligenz, zum Beispiel um ein Mikrofon herzustellen, sondern eine mystische, spirituelle Intelligenz. Means one can live in his daily work, study, he has everything in his daily life, but at the same time he develops a special type of vision. It's called Buddhi Yoga. At the same time. Das Fantastische ist, man muss sein Leben nicht groß verändern, man kann arbeiten, seinen Pflichten nachgehen, aber gleichzeitig entwickelt man dadurch diese höhere Intelligenz, Buddhi Yoga. Therefore, although he has to care his daily responsibilities, professional, family, social, etc., responsibility, yet he keeps his Buddhi Yoga vision given by Nityananda. Und obwohl diese Person diesen Pflichten nachkommt, familiäre, soziale, berufliche, behält er diese Sicht auf die Welt, welche gegeben wird durch Balaram Nityananda. And because he's Nityananda, he gives us spiritual happiness in your heart, which helps us not to face eventual obstacles, problems in your daily life. Und weil er Nityananda ist, gibt er uns diese innere Glückseligkeit, um uns auch zu helfen, diese Schwierigkeiten, die im Leben zu uns treffen, zu überwinden und zu meistern. Therefore, Nityananda is the best psychologist. Der Nityananda ist der beste Psychologe. In any case, just go say, Nitai, please, I have such things to be solved. Can you help me? Yeah, yes, of course, right away. Wenn du zu Nityananda gehst und sagst, ich habe da und da sind die Schwierigkeiten, kannst du mir helfen, diese zu bewältigen? Und ich sage, ja klar. It's a question of approach. Is it full of emotions? It's there in your heart. Es geht darum, wie wir ihm begegnen. Es ist voller Emotionen, es ist da in deinem Herzen. Just sometimes we tend to look outside, isn't it? Especially when we have some problem or stress, etc. We look for things outside things. Aber zum Teil, ja, wir schauen im Äußeren nach Lösungen. Und da, wenn wir Probleme haben, vor allem wenn wir sehr gestresst sind, dann versuchen wir im Äußeren die Lösung zu finden. But in Bhakti Yoga, we learn how to look inside of ourselves. Everything is there actually, in our heart. Mit Bhakti Yoga lernen wir, für alles ins Innere zu schauen, weil dort im Inneren alles ist dort, alles ist da. And then it becomes easier to solve traumas, fear. Sometimes we feel hurt or frustrated for something. But when you look inside of ourselves, introspection, and then you find Nityananda there. So, ja, es ist immer wieder haben wir Ängste, Frustrationen und so weiter. Und wenn wir das überkommen wollen, dann können wir das, indem wir ins Innere schauen, weil da ist Nityananda. He's there always to support us. Er ist immer da, um uns zu unterstützen. How? By chanting Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Therefore, information is very important. Please don't accept things blindly. Deshalb ist Information sehr wichtig. Bitte nehmt nicht einfach Dinge blind an. There is enough information about Nityananda, Chaitanya, Krishna, Ram, etc. We have to fill up our intelligence, our heart with information.
Es gibt genug Informationen über Balaram, Krishna, Nityananda und wir müssen uns mit diesem Wissen auseinandersetzen, um das im Herzen zu entwickeln. Therefore today's really is a very special day, the appearance of Sri Nityananda Balaram. Heute ist ein sehr spezieller Tag, das Erscheinen von Nityananda Balaram. And in a few weeks, about 1 month, something, we're going to celebrate Gaura Purnima, the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ja, und ungefähr in einem Monat werden wir auch den Erscheinungstag von Sri Chaitanya Mahaprabhu feiern. Who could imagine it? 100 years, like 100 years ago, in 19th century, in Switzerland, or let's sit down in a place and talk about Nityananda, Chaitanya, Goloka Vrindavan, Mahabharata. My thoughts, inconceivable. Wer könnte sich das ausgedacht haben, vor 100 Jahren zum Beispiel, dass man dann später mal über Nityananda, über Vrindavan, über Chaitanya spricht, wie in der Schweiz. This really revolution. Das ist eine richtige Revolution. This revolution, spiritual revolution, is there predicting the Vedas for this age of Kali. Diese spirituelle Revolution wird in den Vedas auch vorhergesagt für dieses Zeitalter des Kali. Krishna Vaina Tusha Krishnam Samgopangarsta Parshadam Yagyai Sankirtana Prayai Yajantihi Sumedasa. This age of Kali, where people just fight for small things. Just small things. There's no value. And people just fight for these things. For this age of Kali, people you adopt this chanting to be happy and peaceful. Das war ein Vers aus dem Srimad Bhagavatam, der beschreibt, wie in diesem Zeitalter die Leute, die streiten sich um Kleinigkeiten. Und dieser Prozess wurde extra für das Kali Yuga kreiert, das Chanten teilgenommen. Therefore Nityananda came with Lord Chaitanya in order to spread this wonderful Sankirtana movement. Deshalb kam Nityananda zusammen mit Lord Chaitanya, um diese Bewegung zu verbreiten. It's free. Why not try? Just try. Nothing to lose. If you don't like, but try at least. Bitte versucht es doch mal. Versucht es ist gratis. Versucht es. Isn't it? But Rupa Goswami said, be careful. When you start, ooh la la, finish. Don't stop anymore. Rupa Goswami hat gewarnt, Achtung, wenn ihr mal beginnt damit, Achtung, könnt ihr nicht mehr aufhören. Rupa Goswami says, my dear friend, if you see near the Yamuna some blue boy playing his flute with the full moon, the rays touch his lips, he looks so beautiful. Please don't look it. If you do it, forget it. You'll never ever to give up again. Also Rupa Goswami hat gesagt, na, wenn du einmal an der Yamuna einen blauen Jüngling siehst mit einer Flöte und das Mondlicht reflektiert auf seinen Lippen, schau nicht hin, denn wenn du hinschaust, da bist du verloren. Yes. So therefore, it's so wonderful because spiritual life means to be happy. Chant and be happy. Bas. Das ist so wundervoll. Spirituelles Leben heißt, glücklich zu sein. Chant and be happy. Everything else, Nityananda Prabhu takes care in the heart. Um alles andere kümmert sich Nityananda im Herzen. We have to learn it, how to catch Nityananda Prabhu's lotus feet and making him our best friend. Wir müssen es lernen, wie man Nityanandas Füße ergreifen kann und ihn zu unserem besten Freund machen kann. He lives forever. It's not that he came here 500 years ago and died and finished. No. He lives in the spiritual world, also in your heart as Paramattva. Er lebt für immer. Es war nicht so, dass er vor 500 Jahren mal hierher kam, dann starb er. So nein, er lebt für immer in der spirituellen Welt und auch in deinem Herzen als Paramattva. And how to understand it? How to understand that Nityananda lives forever? Und wie kann man das verstehen, dass Nityananda für immer lebt? The yogis can live 700 years. They can manifest objects in their hand like this. Yogis können 700 Jahre lang leben, können Objekte in der Hand manifestieren. And how the Bhakti yogis can realize Nityananda is eternal, he lives forever. How? Wie können die Bhakti-Yogis das realisieren, dass Nityananda für immer lebt? Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And then Nityananda become always present in your life. Really. Und
So wird Nityananda immer präsent sein in deinem Leben, wirklich. Hare Krishna. Merci. Any questions, comments? Gibt es Fragen oder Kommentare? Yes. Yes, we are maybe we want to have some small darshan of the Lord Nityananda, more spiritual darshan, yes. But after maybe we get this darshan from him, but after he go away from us, to reach him another time, we have to do a lot of effort. So is the right way of thinking? My thinking is right? Yes. Yeah. Yes. Yes. Can you translate? So, die Frage war ja, zum Teil haben wir irgendwie eine Sicht, Nityananda zeigt sich uns auf eine gewisse Art und dann verlieren wir das auch wieder. Wie können wir dann das wieder erreichen? Müssen wir uns da wirklich fest anstrengen? Wie funktioniert das? Yes, like Dhruva Maharaj. He saw Krishna face to face. And Krishna told him, now we have to wait for some time to see me again. Ja, also wie Dhruva Maharaj, der sah auch Krishna von Angesicht zu Angesicht. Und dann sagte Krishna, aber jetzt, nachdem, musst du jetzt noch ein bisschen warten, bis du mich wiedersehen wirst. Yes, yes, to keep it. Only 36,000 years. Yeah, that time you sleep 100,000 therefore no problem. Okay. Yes? Ich wollte nur fragen, I just want to ask you, you mean to say Nityananda is brother of Krishna? Balaram. Yeah, Balaram, yes. Yes. That I want to know. Yeah, he came as Ramachandra and Lakshmana, Yeah. and then again they came as Krishna and Balaram, Balaram. and then they came as Chaitanya and Nitai. Okay. Yes. Thank you. So die Frage war, ja, hast du gesagt, dass Nityananda sei Balaram, ist das richtig, der Bruder? Und ja, das stimmt. Also Nityananda kam auch bereits mit Ramachandra als Lakshman und dann als Krishna Balaram und dann Guru Nitai. There is a very nice book which explains, several books actually explain about Nityananda Prabhu, but we have a Chaitanya Charitamrita. It's very nice, many informations about Nityananda Prabhu. Es gibt einige Bücher, die Lord Nityananda beschreiben, aber jetzt speziell auch Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita findet man viele Informationen über Nityananda. Also other books like Chaitanya Bhagavad, Chaitanya Mangal, but many informations are there. Thank you. Okay. So other questions, comments? Yes. Can we develop a personal relationship with Krishna only by chanting Mahamantra? There is other ways also, but in this age, now is the easiest way to be in touch with Krishna. There are other techniques also. Die Frage war, ob wir wirklich eine persönliche Beziehung zu Krishna entwickeln können, nur durch das Chanten der heiligen Namen. Und die Antwort war ja. Also es gibt auch andere Vorgänge, aber in diesem Zeitalter jetzt ist es wirklich am einfachsten durch diese Methode. Yeah. Different now in this age of Kali, for the people in general, they don't have much inclination for spiritual practice. Therefore this chanting is very easy, anyone can do it. In diesem Zeitalter im Kali-Yuga ist es prinzipiell so, dass die Leute eigentlich sehr wenige Inspiration haben oder auch für spirituelles Leben und deshalb ist es sehr einfach gemacht. Einfach das Chanten der heiligen Namen. Why we cannot approach God directly, Prabhu? Means we have to approach to Guru only. So why we cannot approach God directly? Why I cannot offer my service to God directly? So, die Frage ist, weshalb können wir zum Beispiel nicht direkt Gott dienen? Warum müssen wir über zum Beispiel einen Guru gehen? We can do it.
The Guru just he helps us to do it, to have a direct connection to Krishna. That's the mission of the Guru. The Guru who become on between ourselves and the Krishna is not really a real Guru. Real Guru just medium transparent. He facilitates things to, yes, that's the way. Es ist möglich, aber der Guru ist einfach da, um den Dienst zu Krishna weiterzuleiten. Sobald ein Guru zwischen Krishna und dem Schüler steht, das sollte nicht sein. Das Guru sollte ein transparentes Medium sein und einfach die Dienste weitergeben an Krishna. But why? Sri Krishna says in Bhagavad Gita, Evam parampara praktam imam rajasayo viduhu sakalina hamahata yoganasa parampara. I give the science of yoga through the parampara. Why? Because we have to learn from the bona fide Guru parampara how to approach Krishna. Otherwise, I can create my own way, but perhaps Krishna doesn't accept it. So, by approaching this authorized Guru Parampara given by Krishna, I'm sure that Krishna will accept. For example, to do puja in the altar. Perhaps I can create my own way, but perhaps Krishna doesn't accept it. How to know? And then we have to approach those who are serving Krishna. Yeah. Ja, Krishna sagt das in der Bhagavad Gita, er hat das Wissen gegeben über die Schülernachfolge, wie man Krishna verehren kann. Und deshalb, wenn man zum Beispiel einfach selber sich etwas ausdenkt, so ja, ich mache das jetzt auf meine Art, dann könnte es auch sein, dass Krishna das so gar nicht annimmt. Und wir müssen lernen, wie wir Krishna verehren, wie wir Krishna dienen können, über die Schülernachfolge. Und so wird es zu Krishna weitergereicht. But the Guru never, ever takes this thing for himself. Otherwise, it's not really bona fide Guru. The real Guru just, he gives it away to us to approach Krishna. So ein richtiger Guru nimmt es nicht für sich selber. Er nimmt nichts für sich, sondern ein echter Guru gibt es alles weiter zu Krishna. So first we have to always serve Guru, then only after Krishna. Is like that. First of all, we have to study, to read a lot, to understand who is the Guru, without the Guru. And the Shastras is the main reference, actually. So die Frage war, müssen wir dann etwas an den Guru finden und den dienen? Und die Antwort ist, zuerst mal müssen wir uns wirklich mit dem Wissen auseinandersetzen und studieren und lesen und auch zu sehen, wer ist wirklich ein Guru und wer nicht. Yes. So können wir lernen, wie das Therefore, the first approach is knowledge, then everything else. Zuerst kommt das Wissen und alles andere kommt nachher.